Du musst unbedingt auf die 3 neuen CS2-Videos reagieren. Welche jetzt neuen Counter-Strike? Es gibt neue Counter-Strike-Videos. Ich weiß von nichts. Wo finde ich die? Counter-Strike 2 oder was? Ah, Nikola hat schon... Okay, warte, ich gehe mal... Verlinkt im Discord. Da bin ich ja mal gespannt. Habe ich noch gar nichts gesehen von Counter-Strike 2. Na gut, dann checken wir das mal kurz ab. So, jetzt. With over 20 years of history, maps are a fundamental pillar of Counter-Strike. And in Counter-Strike 2, maps are getting a new look. But don't worry, you can still bring along your countless hours honing strategies and exploiting every corner and crevice. We took 3 approaches to improving maps while retaining their rich legacy. First, there are touchstone maps. Classic maps with solid foundations that players can use to evaluate gameplay changes from CSGO to Counter-Strike 2. These have improvements to lighting and character read, but otherwise haven't been changed. Next, we have upgrades. These are maps that use new Source 2 lighting, including a physically wow, das sieht geil aus. Realistic materials, lighting, and reflections. Aztec, oder was? And finally, overhauls. The oldest maps have been fully rebuilt from the ground up, leveraging all of the Source 2 tools and rendering features. These tools will be available for community map makers to make it easier to build, experiment, and iterate. Oh, ich sehe schon, wir basteln unsere eigene Counter-Strike-Map. Materials in Counter-Strike 2. Even the familiar will feel brand new. Moment, was ist das für eine Anzeige da unten? Sommer 2023. Oh mein Gott, was ist das für ein Spielejahr, bitte? Oder? Was ist denn das bitte für ein Spieljahr? Counter-Strike is known for its visceral and satisfying gunplay. Now, firing a weapon looks pretty simple. You click your mouse, your character shoots, your target takes damage. But there's a lot more happening behind the scenes. In previous versions of Counter-Strike, the game only evaluated moving and shooting in discrete time intervals, or ticks, and time between those ticks didn't exist. For the most part, the experience was seamless, but sometimes those milliseconds between click and tick could be the difference between landing or missing your shot. That's why with Counter-Strike 2, we're introducing sub-tick updates. Now the tick rate no longer matters for moving and shooting, so the server will know the exact moment you fired your shot, jumped your jump, or peeked your peek. And the server Oh Mann, das macht mich ja noch besser dann. actions between ticks. So what you see is what you get. Ja, sind teilweise echt genau die gleichen Bilder, ne? Die Explosion sieht nice aus auch. Gibt's noch eins? Gibt's noch ein Video? Ah, responsive smokes, okay. In a Counter-Strike match, information can mean the difference between success or failure. As a result, smoke grenades have become a cornerstone of team tactics. With Counter-Strike 2's new game engine, we've evolved smokes and made them dynamic. Smoke grenades now create volumetric 3D objects that live in the world. Now, not only do all players see the same smoke regardless of position, but the smoke can interact with the environment in interesting ways. It reacts to lighting, grows to fill spaces naturally. The shape of the smoke cloud can be pushed and carved by bullets What? and grenades.
In Counter-Strike 2, smoke grenades provide even more tactical opportunities. Okay, das ist They're just going to look krass. and play better. Okay, das Ende ist immer gleich. Das muss ich mir nochmal angucken. Man kann den Smoke wegschießen? It reacts to lighting. Grows to fill spaces naturally. The shape of the smoke cloud can be pushed and Hier, guckt euch das mal an. What the hell? carved by bullets Oder hier, guck. and grenades. Granate, paff, weg ist der Smoke. Und da ist der Frag. In Counter-Strike 2, smoke grenades provide even more. Aber ich frag mich, ist das nicht dann fast schon ein Nerf für die Smoke? Muss man mal gucken, wie das dann eingesetzt wird. Ja, interessant. Wird man mal sehen, wie sich das dann im Spiel verhält. Ob das überhaupt so eine krasse Rolle spielen wird. Aber ich könnte mir schon vorstellen, gerade bei den Pros oder so, dass wir dann schon wieder irgendwelche Taktiken sehen, die Smokes so ein bisschen entschärfen. Ja, abgefahren. Geil. Ich habe Bock auf Counter-Strike 2. Wenn wir schön wieder einsteigen, wenn wir schön wieder fluchen. Knoppersen, vielen Dank für deinen Sub. Und Kadirius, auch dir ein Kuss. Dankeschön. Ja, krass, ey. Habe ich Bock. Counter-Strike 2 sieht richtig nice aus. Es ist, glaube ich, genau das Richtige, wie sie es angehen, wenn ich das mal so aus der Ferne beurteilen kann. Jetzt nicht zu viel verändern, nicht zu viel Neues, weil das wäre, glaube ich, auch nicht das Richtige, sondern grafisch auf das nächste Level. Spielerisch smarte Verbesserung, gerade so im Bereich der Physik, wie man jetzt hier zum Beispiel mit den Smokes und so gesehen hat. Und ansonsten bestenfalls das nahezu perfekte Gameplay beibehalten. So würde ich es mir wünschen. Der Test ist ab heute verfügbar, steht leider nur in-game, ob man Zugriff hat. Habe ich das richtig verstanden? Ja, du musst in-game schauen in CSGO, du CS2 spielen kannst, genau. Steht dann in-game im Menü und kannst dann quasi den Beta-Test runterladen. Also wenn nicht mal Shroud einen Account hat. Ja, das ist ein bisschen eigenartig, dass die noch keinen Zugriff haben, das stimmt. Ja, wir können irgendwann mal demnächst wieder Counter-Strike spielen, auf jeden Fall. Heute habe ich andere Pläne tatsächlich. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich habe jetzt... Ich habe schon ein paar Leute gefragt, ob die mal Bock wieder auf CS hätten und vielleicht kriegt man da ein kleines Team zusammen oder ein Showmatch. Oder auf jeden wieder Red Matchmaking oder sowas. Wäre wieder nice. Auf jeden Fall kriegen wir was zusammen, ist doch ganz klar. Ja, das stimmt. Also da haben wir doch mittlerweile genug Leute, die auch Bock haben, oder? Ja, bestimmt. Fuchs und Bobby sind ja auch schon da, also bestimmt kriegt Können die Counter-Strike? Ja, auf jeden Fall können die Counter-Strike. Ja? Ja. Ja, weil in Warzone sind die ja so mittelmäßig. Ja, in Warzone, das ist...